Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Foundation erhält großes Quality of Life Update, Medieval Dynasty vor nächstem DLC, Dungeons & Kingdoms geht mit Release komplett baden, mit Ecopunk erscheint in Kürze ein richtiger Geheimtipp, Two Point Museum erhält Wildtiere DLC und Ubisoft stopft mit erstem Hotfix diverse Multiplayer-Probleme in Anno 117. Dieser Wochenrückblick wird euch von Xmod präsentiert. Mit Xmod könnt ihr super einfach Spiele manipulieren und so eure Singleplayer-Erfahrung entsprechend anpassen. So könnt ihr beispielsweise langweilige Grindphasen skippen oder euch in Anno 117 mit einem Klick vor dem Bankrott retten, ohne alternativ Game Over zu gehen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch den Xmod Launcher über xmodhub.com herunterzuladen und kurz zu installieren. Eure installierten Spiele werden dann direkt gefunden und können, nachdem ihr diese nach eurem Belieben angepasst habt, direkt über den Launcher gestartet werden. Xmod ist nicht komplett kostenlos, aber mit 1-2 Euro im Monat auch kaum der Rede wert und kann zudem jederzeit wieder gekündigt werden. Fast alle heute besprochenen Spiele wie Foundation oder Medieval Dynasty werden unterstützt. Einfach mal ausprobieren. Link daher oben im i, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Hey builders, welcome to our very first quality of life update for Foundation built around some of your most requested features. Let's take a look. Mit Foundation 1.0 ist Schluss? Denkste. Denn kommende Woche bzw. am 26. November erscheint schon das nächste große Update für den beliebten City Builder. Das als Quality of Life Update 1 betitelte Update führt einige gewünschte Werkzeuge ein. So könnt ihr dank dem neuen Auswahlwerkzeug ganze Gebäude bewegen, was auch für Teile gilt, die nicht direkt am Hauptgebäude festkleben. Hingegen könnt ihr mit dem neuen Replace-Tool oder Ersetzungswerkzeug, keine Ahnung, mit wenigen Klicks Gebäudeteile austauschen. Obendrauf gibt es Verbesserungen für Mauern, in welche ihr jetzt viel einfacher Tore einfügen könnt, neue HUD-Elemente für bessere Ressourcenverwaltung und ein neues Patrouillensystem für euer Militär. Wird also langsam mal wieder Zeit für eine neue Runde. And finally, as a thank you for your incredible support, patience, and for being such an amazing community, we're adding a brand new monument, the Modest Church, absolutely free. Auch in Medieval Dynasty geht es stetig weiter. So erscheint am 5. Dezember neben dem Exquisit DLC auch das kostenlose Arbeit aus Liebe Update. Dieses ergänzt neben Arbeitskleidung zum Nähen, Kochen und Schmieden auch sichtbare Schwangerschaften in Form eines größeren Bauches und führt sogar eine ganz neue Questreihe ein. Der gleichzeitig erscheinende Exquisit DLC konzentriert sich hingegen auf das Aussehen eures Charakters und eures Dorfes. So gibt es hier dann zum Beispiel elegante Kleidung für alle Gruppen, diverse neue Frisuren und einige neue Möglichkeiten, die eigene Siedlung zu verschönern. Uiuiuiui, das war dann wohl nichts. Das sehr vielversprechende Dungeons & Kingdoms ist vergangenen Montag in den Early Access gestartet und ging damit mal so richtig baden. Denn auch wenn man Solo-Devs generell immer erstmal in Schutz nehmen muss, war und ist das Spiel im aktuellen Zustand einfach zu weit weg von Release fertig und dementsprechend bis unters Dach verbuggt. Early Access hin oder her, die Fehler sind teils so katastrophal, dass das auch dem Dev bewusst sein musste. So sah sich sogar die GameStar gezwungen, ihren angekündigten Test abzubrechen und sogar eine Kaufwarnung auszusprechen. Gut möglich, dass der Dev alle Probleme mit der Zeit in den Griff bekommen wird, der Image-Schaden ist aber da und von dem wird sich das Spiel garantiert nie mehr erholen. Schade drum. Ich bin die Tage über Ecopunk gestolpert und wollte eigentlich ein eigenes Preview-Video darüber machen,
Aber die Zeit und so weiter, ich hab's ja schon erwähnt. Jedenfalls erwartet euch hier ab dem 1. Dezember ein spannend klingendes Survival- und Kolonie-Management-Spiel in einer Postapokalypse, welches so ein bisschen an Stranded Alien Dawn und Project Zomboid erinnert. Im Spiel ist die Zivilisation gefallen und von Mutanten und abtrünnigen Maschinen überrannt worden. Im Spiel kämpft ihr dementsprechend aus der ISO-Perspektive ums Überleben, könnt euch aber auch eine eigene Basis aufbauen, in der ihr euch dann verschanzt und so weiter. Okay, eventuell demnächst vielleicht doch mehr dazu, beziehungsweise schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ein Preview-Video möchtet. Announcement. Welcome to 2 Point Museum. Now playable, well, anywhere really. The museum. Nachdem man mit 2 Point Campus nicht an den Erfolg von 2 Point Hospital anschließen konnte, scheint man jetzt mit 2 Point Museum wieder zur alter Stärke erlangt zu sein. Ehrlich gesagt habe ich's nach einer Stunde zurückgegeben und warte ja irgendwie immer noch auf einen Theme Park Ersatz in Form von 2 Point Park, aber egal. Jedenfalls scheint ihr damit deutlich mehr anfangen zu können, weswegen die Museumsverwaltung am 2. Dezember mit dem Zooseum DLC erweitert wird. Das Update spendet dem Spiel neben einem brandneuen Museumsstandort, Wildtiere-Experten, neue Expeditionskarten und natürlich über 40 Wildtierexponate zum Ausstellen und Bewundern. Dazu kommen dann noch allerlei Deko-Gedöns, 2 neue Zimmer und Material für den Souvenirladen. Sicher nicht die schlechteste Investition. Guests are reminded not to feed the animals. They don't eat cheesy gubbins. Auf Befehl seiner strahlenden Macht, des Kaisers, bist du, junger Statthalter, großzügigerweise an den feuchten, von Schafen übersäten Rand des Römischen Reiches versetzt worden. Zum Abschluss dann natürlich noch ein kurzer Blick rüber zum alles überstrahlenden Anno 117 Pax Romana, welches aber auch zu kämpfen hat. Denn trotz angeblicher Verkaufsrekorde ist der Titel streng genommen bis unter das Dach verbuggt. Das Ganze trifft weniger Singleplayer-Spieler und auch die viel zu kurze Kampagne lässt sich relativ problemlos beenden, führte aber auch in meinem Run zu einigen Ungereimtheiten, die hoffentlich noch zeitnah ausgebessert werden. Im Multiplayer ist es aber so weit eskaliert, dass Crossplay bis auf weiteres komplett abgeschaltet wurde und der Multiplayer auf Konsolen quasi gar nicht funktioniert. Mittlerweile wurde immerhin mit einem Hotfix reagiert, der den Multiplayer zumindest für PC-Spieler lauffähig patchen soll. Der Hotfix soll vor allem die zahlreichen Desync-Probleme bekämpfen. Ob er geholfen hat, kann ich allerdings nicht beurteilen. Vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Auch der extra eingerichtete Bug-Reporter quillt langsam mit reproduzierbaren Bugs über. Da hat man in Mainz also wohl eher ein kürzeres Wochenende gehabt. Ich bin jetzt dann dran, eine gewisse Kampagne für euch zu testen, über die ich aber noch nicht reden darf. Seid ihr also gespannt. Schönes Restwochenende noch und bis zum nächsten Mal. Was passiert als nächstes? Es liegt ganz bei dir. Du kannst es von hier aus weiterführen.